Mit der Zeit bekommt man viele Namen. Kumpel, Kollege, Bruder, Sohn, Freund. Aber irgendwie versuchst du doch immer nur du selbst zu sein. Du bist auf einem Weg, du weißt nicht, wo er hinführt und du weißt auch nicht, wo er ist. Aber du kannst spüren, dass du ihn bestreitest. Tja, warum mache ich diesen Film? Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, dass ich der Meinung bin, dass viele Menschen in Deutschland sich so gefangen nehmen lassen im Alltag. Die sind voll mit Arbeiten und Problemen und ich kann das auch gut verstehen, dass jeder sein Ding zu tun hat, aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass jeder Mensch auch er selbst ist. Und ich mache dieses Projekt hier, um meinen Weg zu zeigen, wie ich zu mir selbst finde. Ich meine, die Ansprüche in Deutschland sind auch, finde ich, ziemlich hoch. Irgendwie. Du musst am besten toll aussehen, du musst irgendwie alle Zähne in der Fresse haben, du musst am besten ein tolles Abi haben mit 1,0, du musst irgendwie, keine Ahnung, das tollste Auto fahren, einen guten Schulabschluss haben, deine Hausaufgaben immer machen, du musst 2 tolle Kinder erziehen. Ich glaube, dass jeder Mensch so eine Nachricht in sich trägt, die anderen Menschen hören sollten. Ist ganz egal, ob man das malt oder spricht oder ein Video dreht oder tanzt. Also im Großen und Ganzen verbringt man einfach ziemlich viel Zeit damit, die Erwartung von anderen Menschen zu erfüllen. Und eben genau diese Erwartungen sind es, die mich ganz lang davon abgehalten haben, einfach ich selbst zu sein. Also so ziemlich genau um Halloween 1997 war ich zufällig auf einer Schulparty, wo ich das erste Mal Breakdance live gesehen habe. Genau ein Jahr später stand ich selber da im Kreis auf derselben Party und habe da selber mitgetanzt. Ich meine, jeder hat Breakdance irgendwie schon mal gesehen, aber nicht viele haben es irgendwie schon mal ausprobiert. Und irgendwie habe ich dann damals festgestellt, dass Breakdance doch wesentlich schwieriger ist, als es aussieht. Aber wenn man erstmal den ersten Schritt gegangen ist, dann fällt der zweite schon nicht mehr ganz so schwer. Also habe ich angefangen zu trainieren. Stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang. Mittlerweile habe ich sogar ein Jahrzehnt auf der Uhr. Also tausende nasser T-Shirts, selbstgebaute Schoner, Cockpit-Silikon-Sprays, verschiedene Bodentypen, Prellungen, Zerrungen, Schürfwunden, was weiß ich was alles, was man da irgendwie wegsteckt, um an seine Grenzen zu stoßen und die dann eben auch zu brechen. Ich sag einfach ganz gerne, dass man fliegen lernt.
könnte man Breakdance als coole Zurschaustellung von Akrobatik bezeichnen. Was es sicherlich auch ist, in gewisser Hinsicht. Aber für ein paar Leute, unter anderem für mich, ist Breakdance was ganz anderes. Ich meine, ich hatte das Glück, Menschen zu treffen, die mir gezeigt haben, was gewisse Bewegung doch einfach bedeutet. Dass für mich jedes Lied, jeder Tänzer, jeder Move, jede noch so kleine Geste irgendeine Aussage haben, irgendeine Bedeutung. Da steckt irgendwas dahinter. Your kung fu is good. Your magic is good. That is why he waited. So my power would dwindle. My power has diminished. Then he came to kill me. Yes, but I know your kung fu is still very good. If you practice again, no one could possibly be your match. Oh, the eating weapon. Yeah, fierce. I travel across seas on glaciers. 4 shoguns that got fucked by geishas. Still gracious, still able to twist out dodge. Just grew tougher skin for swimming with them sharks. Broken ankle, fucking with the wallaby claw. Got them bitches still screaming my name. What up, Star? I'm a bone crusher, I just split your face like a Dutch master. No more mixes, polar bears from Alaska with shark skin, ear maxes and igloos of ice. Rocks clumped up like overcooked rice. I'm nice, you the reason why the game went soft. Playing niggas, I come through and season your broth. Like Mr. Dennis, I blast, I'm a menace like Dennis. Young Coles, and I'm back from a 6-month sentence. Rehabilitated, back in the yard flying heads with barbed wire. Stay tying niggas to beds. Can you kill me? If I didn't think so, I would not be here waiting for you now. Right. Let me see what you got. Forget the drinks. Let's see. Hey, get some strength. Let him go to me, literally. I say kill, let go. Let's go. Am liebsten vergleiche ich das so ein bisschen mit der Zeit, wenn man schreiben lernt. Wo man einfach Buchstaben lernt und die immer wieder schreiben übt. Daraus bildet man dann irgendwann Wörter und dann fängt man an, ganze Sätze zu bilden. Und wenn man jetzt mal nicht irgendwie versucht, das schwerste Wort überhaupt zu schreiben, sowas wie Rechtsanwalts, Fachangestellte, sondern einfach Wörter schreibt, die für einen persönlich Bedeutung haben. Zum Beispiel Hass oder Schmerz, einfach Wörter, die du in deinem Kopf im Moment hast oder die du einfach im Moment fühlst. Lord, hear me now. Young boats and English boys crashing out in supermounts, electric fences and guns. Also bis jetzt hört sich das alles ja nach einer ziemlich einsamen Geschichte an, da irgendwie Stunden im Trainingsraum und dies und jenes. Aber eigentlich macht man das Ganze dann doch nur, um es jemandem zu zeigen, um das Ganze zu teilen, den Erfolg und auch die Antworten, die Bestätigung dafür zu bekommen. Und das ist eben der schöne Teil an dieser Sache, dass du einfach Menschen triffst, die ähnlich unterwegs sind wie du. Du triffst Inspiration, du triffst Lehrer, du triffst Schüler, du triffst Partner, du triffst Gegner und vor allen Dingen triffst du halt auch Freunde. Du bewegst dich also in einer Kultur, die im Prinzip über die ganze Welt reicht und unterhältst dich mit anderen Künstlern oder Tänzern, ohne auch nur ein Wort mit ihnen zu sprechen. Willkommen im Hip-Hop.
Okay, ich lauf. Okay, also meine Wahrheit ist, glaube ich, eigentlich, dass ich ziemlich alleine war oder es vielleicht teilweise auch noch bin, da mein Vater gestorben ist, als ich 6 Jahre alt war und meine Mutter einfach immer viel arbeiten musste, um mir das zu ermöglichen, was sie mir ermöglicht hat. Und so hat mich mein Weg über die Bewegung zum Tanz, zur Kultur und schlussendlich auch zur Kunst geführt, durch die ich dann für mich auch so eine Art Ersatzfamilie gefunden habe. Und bei all den Menschen, die mich begleiten und mich bis hierhin gebracht haben, möchte ich mich hiermit bedanken. Okay, ich bin mir sicher, dass mein Tanz nur der Versuch ist, ein Gefühl auszudrücken, das irgendwo tief in mir drin ist und das die Musik eigentlich in mir hervorruft. Und ich meine, jeder kennt das. Ich bin mir sicher, jeder Freerunner, jeder BMX-Fahrer, jeder Skater hat irgendwo einen MP3-Player auf den Ohren und bolzt seine Tricks, wenn er einen geilen Track irgendwie am Start hat. Jeder, der Liebeskummer hat, haut sich zu Hause ins Bett und fährt sich irgendeinen Track rein. Jeder, der aggro unterwegs ist, der haut sich irgendwie dick die E-Gitarre rein und dann kann man Schmerz einfach, dann kriegt man es einfach besser gehandelt. Ich glaube, dass es die Musik ist, die es ermöglicht, Dinge zu schaffen, von denen du selber nicht dachtest, dass du sie schaffst, die dich einfach Grenzen brechen lässt. Es ist die Musik, die mich manchmal fließen lässt wie Wasser. Das ist die Musik, die dich schreien lassen kann, ohne ein Wort zu sagen. Das ist einfach die Musik, die dich leben lässt. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. I must have been on some occasions. I went out like a punk in a chunk, or a sucker or something to that effect. Respect I used to never get, cause all I got was upset when niggas used to be like, and try to sweat a nigga like the lip. For no reason at all, I can't recall if niggas rolling C's in my face. Down the hall, kicking it in the back of the school, eating chicken at 3. Wondering why's everybody always picking on me. I tried to talk and tell them, chill, I did nothing to deserve this. But when it didn't work, I wasn't scared, just real nervous and unprepared to deal with scrapping, no doubt. My pappy never told me how to knock a nigga out, but now in 95 I was surviving, a man on my own. Fuck around with fat lip, yes, shit get blown. I'm not trying to show no macho is shown, but when it's on, then it's on. Can't keep running away.